Also setzt euch nochmal hin, wer neu dazugekommen ist. Ihr dürft sehr gerne euch die sicheren oder die schönen Plätze hier sichern, ganz in der ersten Reihe, denn es geht heute darum, wie du als Permanent Make-up-Artist deine ersten Gehversuche machst, die wertvollen Neukunden gewinnst und welche Herausforderungen damit einhergehen. Vertrauen ist nämlich das, was man braucht bei Menschen. Wenn man das hat, dann hat man alles gewonnen. Das sagte einmal Judith Williams. Ich schätze sie sehr, durfte sie auch schon persönlich kennenlernen. Und wir alle wissen, wie gut sie Neukunden gewinnen kann. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dieses Zitat heute als Einleitung zu nehmen. Wer von Ihnen, oder ist es überhaupt okay, wenn ich du sage? Ja? Okay? Gut? Ist für euch auch okay? Gut? Also Eis am Frühstück jetzt, aber also das ist nicht gesund. Zucker, Zucker und Zucker. Okay, zurück zum Thema Permanent Make-up. Wer von euch macht das denn? Hat jemand Permanent Make-up? Ja? Okay, super. Okay, und wie gut habt ihr in den ersten Monaten schnell die PS auf die Straße gebracht? War das schwer? Oder habt ihr gedacht, oh, irgendwie geht's nicht? Keine Bilder, hole ich mir welche bei Stockfoto? Was tue ich nur? Die ersten Verwandten kommen an, mit denen man dann schon irgendwie rumprobiert. Grundsätzlich hat man bei Permanent Make-up ja ganz verschiedene Herausforderungen. Und da es eine sehr preisintensive Behandlung ist, ist das natürlich doppelt so schwer. Und wir gehen mal rein, was ich euch da für Lösungen mitgebracht habe. Denn der Kunde hat also beim Permanent Make-up 3 Hürden zu gehen. Die erste Hürde ist die Behandlung selbst. Die Behandlung selbst als solches ist natürlich erstmal im Kopf der Kunden mit Schmerzen verbunden. Schmerzen. Und dann dieses Wort, permanent. Ja? So ein bisschen psychologisch. Ihr lauft jetzt einfach mal in den Schuhen eurer Kunden. Psychologisch ein permanent Make-up zu bekommen. Und wenn wir uns alle an diese Augenbrauen von vor 25 Jahren erinnern, dann schreckt jeder zusammen. Permanent. Oh Gott, das kann man ja überhaupt nicht im Gesicht haben. Das ist also die erste Hürde. Wer weiß, wie ich dann rauskomme. So, das sind jetzt einmal diese Gedanken, die die Kunden haben, unterbewusst. Die sagen euch das nicht, aber das spielt sich im Kopf der Kunden ab. Ja? Auch das Umfeld spielt dann natürlich eine Rolle, die ja überhaupt null Wissen darüber haben, was mit Permanent Make-up verbunden ist, wie es abläuft und wie auch die Entwicklung der Zeit mittlerweile in diesem Fach vorangeschritten ist. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, das zu entkräften. Die zweite Hürde ist, wenn der Kunde schon mal ein Permanent Make-up hatte oder sich damit beschäftigt hat, also er weiß schon, dass es jetzt nicht mehr ein balkiges Ergebnis ist, was jetzt 25 Jahre im Gesicht verbleibt oder in irgendeiner Weise schwarz wie ein Tattoo aussieht. Aber er weiß jetzt noch nicht, wer ich bin als Artist, wer ihr seid als Artist, wie ist die Handschrift von euch. Das ist eine der wesentlichen Gründe, wenn ein Kunde neu zu euch kommt. Ja? In den meisten Fällen, wenn er über Google zu euch findet, hat er noch überhaupt keine Referenzerfahrung. Und dann ist die dritte Hürde ist natürlich mit diesem Invest als solches verbunden bei einem Permanent Make-up. Ja, es geht ja nicht nur um mal 15 € Augenbrauenzupfen, sondern schon oftmals um einen dreistelligen Preis. Also jeder Permanent Make-up Artist, der was auf sich hält, sollte sich also auch nicht unter Wert verkaufen. Und deswegen ist das natürlich auch wiederum eine Hürde, die der Kunde gedanklich zu meistern hat und erstmal darüber hinwegkommen muss. Also wir haben einmal überhaupt die Behandlung als solches, als Lösung darzustellen, dann Vertrauen zu dem Artist aufzubauen oder herzustellen und dann natürlich auch die Preissequenz hier für den Kunden gestaltbar zu machen. Und dann habe ich euch ein paar Lösungen mitgebracht, wie das gehen könnte. Was also für die erste Hürde als Lösung darstellen könnte, ist auf jeden Fall ein ordentliches Gespräch und mit einer Aufklärung, die ich also beim Permanent Make-up unbedingt haben muss. Das ist so elementar wichtig, weil ihr dadurch einfach die Vorwände von diesem Kunden möglicherweise schon entkräften könnt, bevor er sie überhaupt ausgesprochen hat.
Und das schafft richtig großes Vertrauen. Der Kunde fühlt sich auf jeden Fall dann in einer ganz großen Sicherheit, weil er weiß, ihr wisst was. Und plötzlich fühlt er sich ertappt dabei, dass ihr seine Gedanken eben ausgesprochen hat, was er vorher vielleicht überhaupt selbst nicht vermag hat auszusprechen. Und das ist etwas, was richtig wichtig ist. Ja? Die Aufklärung, wie läuft das ab? Ja? Liebe Kundin, ich zeichne jetzt nicht so vor, als würden Sie die Augenbrauen fertig haben, sondern ich zeichne so vor, wie es dann für mich zum Arbeiten das Perfekteste ist. Das bedeutet also, liebe Kundin, dass ich keine Linien zeichne, die aussehen, als wenn sie fertig werden, sondern harte, markierte Linien, die mir den Weg weisen, damit ich Orientierung habe, durch die Behandlung hin. Diese Linien, liebe Kunden, werden nicht gezeichnet und das hat dann einfach auch ein ganz wichtiger Grund, was die Kundin erfahren sollte. Ja? Was gezeichnet wird, was permanent Make-up ist. Ansonsten denkt sie ganz schnell, der Frame, den ihr als Augenbrauen bei der Vorzeichnung gezeichnet habt, der ist einfach unwiderruflich und ist in irgendeiner Weise nachher permanent Make-up. Und das ist nicht so schön, das ist schon die erste Hürde. Das müsst ihr also auf jeden Fall ausräumen. Dann ist noch eine große Hürde beim Aufklärungsgespräch, ob es weh tut. Ja? Wir alle wissen, dass wir in der Branche ja bestimmte Möglichkeiten haben, dort das Empfinden der Kunden einfach so schmerzfrei wie möglich zu machen und zu gestalten. Klärt die Kundin richtig auf, was ihr für Möglichkeiten bieten wollt und könnt und dann ist das auch schon entkräftet. Und natürlich hat die Kundin auch noch im Aufklärungsgespräch zu wissen, wie lange dauert das überhaupt, bis das so aussieht, wie es aussehen soll. Wie lange brauche ich dafür, bis ich jetzt zu meiner Augenbraue komme, die ich mir erträumt habe, zu meiner Wunsch permanent Make-up-Lippe, zu meinem Lidstrich, der mir das alltägliche Aufstehen einfach erleichtert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das wirklich auch gut formuliert und eben in dieser Aufklärung auch eine gewisse Zeit festsetzt, dass das nicht im Schweinsgalopp einfach in euren Studios stattfindet, sondern dass ihr dort mit richtiger Transparenz, Wertschätzung und auf jeden Fall einer guten Klarheit und einem Plan einfach hergeht. Verwirrte Kunden kaufen nämlich überhaupt nichts. Also wenn ihr die Kunden verwirrt und sie auch an euren permanenten Make-up-Techniken ausbilden wollt, das sind Pixel, dann haben wir die Aquarelltechnik, dann haben wir diese Technik und das können wir machen, Härchenzeichnung und so weiter und so fort. Dann ist die Kundin ganz verwirrt und weiß am Ende des Tages gar nicht so richtig, was will ich denn jetzt? Will ich Härchenzeichnung, eine Kaschmirtechnik? Will ich jetzt irgendwelche Pixel haben oder will ich beides zusammen kombiniert? Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dort Möglichkeiten habt, einer Bilddarstellung, einer bildlichen Darstellung. Und wir haben es ja eben schon gesagt, wenn ihr ganz am Anfang steht mit permanent Make-up, ist es ganz oft so, dass wir überhaupt gar keine Bilder zur Verfügung haben von Modellen. Möglicherweise auch Bilder, die wir schon mal gemacht haben von unseren ersten Behandlungsversuchen in der Schulung. Aber das sind vielleicht nicht solche aussagekräftige Bilder, die die Kunden ansprechen. Und daher empfehle ich immer, dass ihr euch einfach ein paar Dummies anschafft, in denen ihr dann schon mal pigmentiert habt, in denen ihr die richtige Technik darstellt. Ihr könnt euch diese ganzen Utensilien, die es heute neu am Markt gibt, einfach zulegen und dort eben diese entsprechenden Ergebnisse darstellen. Das heißt also, wenn ihr eine Pixeltechnik möchtet oder die Kundin die Pixeltechnik möchtet und ihr wisst nicht so ganz genau, wie ihr es erklären sollt, dann bildet es einfach ab in einem Übungsmodell, in einer 3D-Lippe und das ist schon mal sehr aussagekräftig. Und die Kundin kann sich viel besser was vorstellen. Natürlich ist der Kundin auch am Ende des Tages klar, dass die Farbe dann nochmal anders wird, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, dass es möglicherweise eben bei ihr nicht so voluminös ist, weil sie gar nicht so eine Volumenlippe hat, wie das zum Beispiel dieses Modell, an dem ihr das zeigt, hergibt. Ja? Macht euch einfach so einen Puppenkopf und da könnt ihr einfach ganz gut herstellen. Im Übrigen finde ich das richtig gut, dass wir heute diesen Vortrag haben gegenüber der Permanent Make-up Meisterschaft. Das finde ich eine richtig gute Sache. Also alle die bei den jungen Artisten da drüben fürs Marketing zuständig sind, die sind genau hier richtig gut aufgehoben, denn da ist auf jeden Fall
etwas Weichenstellendes dabei. Denn was nützt die schönste Härchentechnik, die schönste, pudrigste Augenbraue, wenn man sie einfach nicht an den Mann bringt? Und deswegen gehen wir mal weiter. Die zweite Hürde ist der Artist. Wie kann ich mich als Artist denn hier einfach aufstellen, dass die Kundin eben Vertrauen zu mir hat, wie Judith Williams. Wenn man das Vertrauen der Menschen hat, dann hat man alles gewonnen. Und so ist es auch hier. Wenn die Kundin schon eine Empfehlung abgegeben hat oder das Permanent Make-up von euch schon bekommen hat, fragt sie unbedingt, liebe Kundin, wenn Sie zufrieden sind, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie jemanden kennen, dem das auch gefällt? Oder würden Sie mich denn weiterempfehlen bei jemandem, der sich auch so eine Augenbrauen wünscht? Oder stellt Ihnen die Frage, wenn euch, liebe Kundin, jemand begegnet in eurem Umfeld, was haben die denn gesagt, wer, wie, wo die ganze Behandlung hier gesehen hat, die Schwiegermutter oder die Mama, hat es ihr denn gefallen? Haben Sie einfach Leute mit auf ihre Reise genommen? Und da kann man so eine kleine Bedarfsermittlung machen, inwieweit die Kundin auch darüber spricht, bei euch diese Behandlung gemacht zu haben. Und dann ist es natürlich ein ganz großer Quantensprung im Thema Vertrauen, wenn das Vertrauen einfach hier hergestellt wurde über eine Empfehlung, also über ein Kundenfeedback und eine Kundenstimme. Ja? Das ist immer viel, viel mehr wert, als wenn ich sage, ich bin die Beste, die Tollste, die Allerfeinste. Und das ist etwas, was wirklich sehr wichtig ist, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Und das kann ich eben durch verschiedene Art und Weise machen. Die Aufklärung, die wir eben hatten, die spricht eben auch dafür und trägt dazu bei. Dann haben wir weiterhin auch noch die wichtige Sache, dass wir natürlich über Bildarbeit und unsere sozialen Medien die Präsenz im Internet einfach kommunizieren und dort das Ganze einfach auch schon ausschütten und zur Schau stellen. Ja? Aber noch viel wichtiger ist es, wenn ich unbehandelte oder unvorbereitete Bilder habe, ich will nicht sagen bearbeitete Bilder, weil das ist etwas, was unbedingt sein gelassen werden sollte, aber Bilder, die ein bisschen aufgehellt sind, mit dem Licht gut in Szene gesetzt werden, das ist schon etwas Gutes, wenn man das in Social Media hat. Auf der anderen Seite finde ich das sehr, sehr attraktiv und sorgt für viel Vertrauen, wenn ihr eine Mappe in eurem Studio habt, um am Ende des Tages auch die Bilder zu zeigen, die direkt nach der Behandlung entstanden sind, ohne dass ihr sie nochmal irgendwie durch eine Bearbeitungs-App geschickt habt. Und das schafft wirklich sehr Vertrauen, weil die Kundin wirklich sieht, wie es danach aussehen wird. Und dann ist natürlich noch der dritte Punkt, der Punkt Investment. Wenn man jetzt denkt, in diesen Zeiten, die Kundin möchte vielleicht sich das unbedingt leisten, aber man weiß, es könnte vielleicht knapp werden, dann ist es wichtig, dass man statt zu verwalten hier gestaltet und verschiedene Möglichkeiten findet. Es gibt tausende Optionen, wie man das eben herstellen kann. Und ich rede nicht davon, dass ihr eine Bank spielt oder hier eine Finanzierung geben soll. Das gibt es auch. Medipay ist da zum Beispiel ein ganz guter Partner, der Finanzierungen für hochpreisige Behandlungen anbietet. Das ist ein Kreditanbieter für eben Konsumenten oder eben in dem Bereich der ästhetischen Medizin, dass dort eben Zahn- und anästhetische Behandlungen oder Beauty-Behandlungen hier einfach gestaltet werden, statt zu verwalten und die Kundin, dass sich einfach optimierter in kleinen Beiträgen hier generieren kann. Ganz unkompliziert geht sowas aber auch über PayPal. Da gibt es ja diese Funktion Ratenzahlung und die Kundin kann sich selbst entscheiden, in welcher Höhe oder in welchen Raten sie das monatlich tragen möchte. So, wir wünschen allen Teilnehmern an der Messe bzw. an der Meisterschaft sehr viel Erfolg, gute Nerven und ein ruhiges Händchen im Sinne der Kunden und der Modelle. Also, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Schreckt die Kundin nicht ab, wenn ihr merkt, dass die Kundin eine Unsicherheit hat dem Preis gegenüber. Dann sagt ihr auch, wenn der Preis für sie jetzt eine zu große Herausforderung ist in diesen Zeiten, dann kann man einfach eine Möglichkeit finden,
Sie zahlen eine Hälfte beim Behandeln und die andere Hälfte beim Nacharbeiten. Ein kleiner Trick von mir, ich arbeite dann eben auch immer ein bisschen leichter bei der ersten Arbeit, damit ich die Garantie über das Produkt und Ergebnis habe, dass die Kundin auch zur Nachbehandlung wiederkommt und ich nicht auf der anderen Hälfte des Geldes sitzen bleibe. Also, aber für mich die sicherste Bank und die einfachste, auch die umzusetzen ist auf jeden Fall PayPal-Ratenzahlung. Damit kann man der Kundin also schnell etwas generieren. Oder aber auch zeigt ihr, dass sie sich das einfach über verschiedene Sachen zusammensparen kann, über Gutscheine. Ne? Viele Kunden haben ja auch Freunde, Verwandte bei euch im Studio und dann könnt ihr auch Empfehlungen aussprechen, dass jene Kundin, die sich gerade das Permanent Make-up leisten möchte, aber irgendwie nicht kann, eine Möglichkeit findet, das über die Gutscheine abzuwickeln und dass es also einfach auch in ihrem Freundes- oder Verwandtschaftskreis gestreut wird. Geburtstage, Jubiläen sind da eine gute Möglichkeit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze so ein bisschen betrachtet mit einer Wertschöpfungskette einhergehend. Wer von euch hat schon mal was von einem CLV gehört? Kennt ihr den CLV? Kennt ihr nicht? Okay. CLV heißt Customer Lifetime Value. Wie hoch ist der Wert meines Kunden, der in mein Studio kommt, in seiner ganzen Lebenszeit? Und wenn man das also mal ausrechnet, ist es ganz ungünstig, wenn der erste Touchpoint beim Kunden mit einer so teuren Behandlung ist, weil der Customer Lifetime Value dann einfach nicht gut gegeben ist und nicht ausbaubar ist. Deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, dass man gar nicht das Permanent Make-up im Fokus stellt in dieser Sache, auch wenn man das gerade aus der Schulung kommend gerne möchte. Man möchte unbedingt seine ganzen Investitionen monetarisiert haben und dort also ja einfach ins Geldverdienen kommen will. Aber wenn man das möchte, dann rate ich jedem eine Lead-Behandlung zu machen, also eine Behandlung, die dafür sorgt, dass ich zum Beispiel gute Augenbrauenkunden bekomme, die sich dafür interessieren, überhaupt Augenbrauen gut in Schuss zu bekommen. Oder für eine Lippenbehandlung jeglicher Art im Beauty-Bereich, die aber einfach erschwinglich ist und damit einfach aussortiere, welche Kunden sich für Lippen interessieren. Und dann ist der Einstieg gar nicht mehr so schwer. Wenn ich jetzt weiß, die Kundin hat angesprochen auf beispielsweise ein Augenpackage in meiner Werbung, in Social Media, dann weiß ich, grundsätzlich hat sie Interesse daran, die Augenbrauen schön gestaltet zu haben. Und das kann ich als Auftakt nehmen, dafür meine Wertschöpfungskette aufzubauen. Es ist nie das Vertrauen auf 100% zum Artisten, das Vertrauen in die Behandlung oder auch eben der finanzielle Background so da, dass die Kundin sagt, heute will ich ein Permanent Make-up, Olga, mach es mir bitte eine schöne Augenbraue. Das wird sehr, sehr selten passieren. Also es gibt solche Ausnahmen, aber das ist nicht die Regel. Und für die meisten von den Menschen, da sucht man einfach eine kleinere Behandlung, die eben eine niedrige Preisschwelle haben, sodass man diese Hürde einfach gut umgangen hat, bei der es der Kundin gelingt, einfach Vertrauen zu halten, weil die Augenbrauen zu zupfen, mein Gott, wenn man Kosmetikerin gelernt hat, da kann jetzt nicht so sehr viel schief gehen, ja? Und dann vielleicht auch noch zu färben oder möglicherweise ein Henna-Augenbrauen zu machen. Und damit kann man seine Wertschöpfungskette einfach sukzessive ausbauen und damit das Vertrauen der Kunden gewinnen. Wie Judith Williams gesagt hat, hat man das Vertrauen der Menschen, hat man alles gewonnen. Also man sollte seine Wertschöpfungskette wirklich durchdenken und das ist jetzt zum Beispiel hier bei einem Permanent Make-up mit Augenbrauenzupfen startend. Man kann das in jeder anderen Behandlungsschwelle auch machen, wo die Eintrittsschwelle eben ein bisschen höher ist. Man macht es also immer in der Regel so, dass man erstmal eine niedrige preisige Behandlung vor die eigentliche taktierte Behandlung setzt, um die Kunden sauber zu gruppieren und nach Interessen natürlich auch in irgendeiner Weise zu strukturieren, damit das Ganze auch messbar ist. Jetzt habe ich eine Kundin, die Augenbrauen gezupft und habe natürlich ein kleines bisschen gelernt, wie ich verkaufe. Und dann sage ich der Kundin, also ich kann hier zupfen, was ich will,
Aber wo halt keine Haare sind, dann kann ich sie auch nicht ranzupfen. Abzupfen geht immer, ranzupfen schwer. Wenn Ihnen da ein paar Haare fehlen, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, das zu färben. Und beim Färben gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, also einfach chemisch zu färben oder möglicherweise auch, wie das traditioneller Art und Weise oft gemacht wird, mit Henna. Und da färbt man nicht nur das Haar, sondern auch die Haut mit. Das hat den Vorteil für Sie, liebe Kunden, dass Sie eben die fehlenden Stellen, die jetzt keine Haare besitzen, auch einfach schon mal mit einfärben können und somit die Möglichkeit haben, überhaupt mal zu schauen, wie Sie die Augenbrauen in dieser Form und Gestaltungsweise finden. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Kundin ein kleineres Risiko hat, weil eine Henna-Augenbraue natürlich nicht so langlebig ist und auch nicht so teuer. Also wir haben schon 2 dieser Hürden umgangen. Sie braucht auch nicht so sehr viel Vertrauen bei einer Augenbraue mit Henna oder mit Färben, wie sie das bei einem Permanent Make-up, semi-permanenten Make-up bräuchte. Und deswegen ist das hier keine große Hürde mehr, das zu tun. Und ich könnte zum Beispiel statt permanent Make-up zu werben und viel, viel Geld in Social Media auszugeben, gar nicht permanent Make-up in den Fokus setzen, sondern Henna Augenbraue oder eben ein Augenbraue-Package, damit ich meine Wertschöpfungskette ausbauen kann. Dann geht es natürlich weiter, dass die Kundin 3-4 Mal bei einer Henna-Augenbraue zu mir kommt und bemerkt, das hält zwar gut, aber jetzt nervt mich das, dass das hier irgendwie immer wieder alle 3, 4, 5 Wochen sein muss und eigentlich gefallen mir die Augenbrauen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, das permanent Make-up zu machen. Und da hat man natürlich dann auch seine Pflicht als Unternehmerin beim Henna, das Ganze auch vorzuschlagen, darüber zu sprechen. Sie wissen ja, liebe Kunden, Henna-Augenbraue ist ja einfach etwas, womit Sie sich mal ein bisschen an eine Augenbraue rangetrauen können, ist ja aber nichts, was länger hält und Ihnen auch das Leben nur bedingt erleichtert. Und damit kann man einfach auch diese Referenzrahmen der Kunden ein bisschen verschieben und an sein Business anpassen und eben für Interesse sorgen, sodass die Kundin eben schon mal dieses kleine Pflänzchen im Kopf gekauft bekommt. Und wenn das schon mal anfängt zu gedeihen, dann braucht es vielleicht noch 2, 3 Behandlungen mehr mit dem Henna. Aber am Ende des Tages ist das schon eine Augenbraue-Kundin, die ich hier beispielsweise sehr gut ins Permanent Make-up bekomme. Und wenn sie dann im Permanent Make-up ist, dann hat sie nicht nur die Augenbrauen, sondern macht auch eine Empfehlung. Hat vielleicht auch eine Empfehlung abgegeben, wenn sie das eine Permanent Make-up der Augenbraue schon hat, gut zufrieden war. Dann machen wir ein bisschen Gehirnbrandstiftung bei der Kunden und zeigen der, dass natürlich auch so ein dauerhafter Lidstrich richtig vorteilhaft ist im Alltag einer Frau, wenn sie nicht vorne vor dem Spiegel stehen muss in der Früh und die Kinder zupfen am Rockzipfel und ich muss mich jetzt doch beeilen und vermal mich doch und nach dem halben Tag ist eh schon alles verwischt. Und so kann ich einfach der Kundin peu à peu das Vertrauen erzeugen, dass ich der richtige Partner bin für das Permanent Make-up. Ich bin seit 2008 mit Permanent Make-up unterwegs und seit 2014 selbst Trainerin. Und ich bemerke immer wieder, dass auch meine Kunden sich überhaupt nicht mehr an jemanden anders abschütteln oder abwickeln lassen wollen, abgeben lassen wollen. Kürzlich, im letzten Jahr, habe ich selbst meinen eigenen Lebensmittelpunkt nach Dubai verlagert. Und damit ging natürlich auch eine große Angst in meinem Kundenstamm her, wer macht mir jetzt die Augenbrauen? Da das aber eine tolle Behandlung ist, die man wirklich durchaus einfach planen kann und ich einfach die Reisen nach Deutschland und in meine alte Heimat sehr liebe, ist das auf jeden Fall etwas, was richtig gut planbar ist und lässt sich auf jeden Fall gut einrichten. Und so habe ich einmal im Quartal ein Meeting in Deutschland, natürlich mit meinem Team, aber auch mit meinen vormals lieben Permanent Make-up-Kunden, die jetzt immer wieder schon ihre Termine sichern. Und wenn man, ihr müsst jetzt nicht nach Dubai auswandern oder sonst irgendeine weite Reise antreten, aber wenn ihr auch schon mit so einer Art von Verknappung arbeitet, dann habt ihr die Kunden auch immer wieder in eurem Kalender. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass ihr die Kunden nicht nach der ersten Permanent Make-up-Behandlung wirklich
brach liegen lasst, auf Deutsch gesagt, sondern dass ihr dort eine Kundenbindung gestaltet und immer wieder weiter pflegt. Ja? Es ist zwar eine Behandlung, die nur alle 2, 3, 4 Jahre gestaltet werden muss, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr das Vertrauen zu der Kundin nicht abkühlen lasst. Dadurch entstehen eben diese Empfehlungen und zusätzliche Behandlungen, Wiederholungen einer Nacharbeit, die Lippen, die Lider und eben daraus wiederum Empfehlungen. Und das ist eben etwas, was ich dann weiter und weiter in meiner Wertschöpfungskette einbauen kann. Die Kundin kam jetzt einmal zu einer Augenbraue, ich bin fertig, ich habe ihr vielleicht auch noch den Lidstrich verkauft und bin auch damit fertig, Behandlung abgeschlossen, aber habe ich deswegen keine Lust mehr mit der Kundin zusammenzuarbeiten? Ich habe ja noch viele andere Sachen in meinem Studio möglicherweise, am Portfolio, an Gesichtsbehandlungen. Warum soll ich ihr das eben nicht auch anbieten, um zum Beispiel auch lange Zeit an ihrem jugendlichen Äußeren einfach zu arbeiten und das permanent Make-up auch in dieser Form zu behalten. Auch da wieder ein sehr schönes Tool, Gehirnbrandstiftung. Erklärt der Kundin, wenn das alles mit der Gravitation so seinen Lauf nimmt und ihr 3 Jahre lang nichts macht, dann sitzt die Augenbraue oder das Lidstrich, das Zipfelchen vom Lidstrich einfach plötzlich nach 3 Jahren an einer ganz anderen Stelle und das ist nun mal zum Nacharbeiten auch nicht vorteilhaft. Und so ist es eben wichtig, weiterhin die Behandlungen auszubauen. Möglicherweise ist die Kundin ja hier unten schon dran gewöhnt. Jetzt das Vertrauen in euch zu setzen, um auch so eine große Preishürde zu beginnen und auch so eine große Investition wahrzunehmen in eurem Studio, in euch als die Artisten, in euch als Geschäftsinhaber. Und was liegt da ferner, als ihr ebenfalls auch nochmal eine preisintensivere Behandlung anzubieten, zum Beispiel in Form von einem Abo. Und Abos sind so tolle Möglichkeiten, eure Kunden zu binden und wirklich für euch zu interessieren. Und wenn ein Kunde ein Abo kauft, ist es quasi ein Liebesbeweis, eine Liebeserklärung für euer Unternehmen. Und er wird in keinster Weise ihr könnt in keinster Weise davon ausgehen, dass der Kunde jetzt hier irgendwie abwandert, sondern er wird tunlichst das erklären, dass er zu euch kommt und jetzt auch zukünftig öfter, weil er eben was für sich tun möchte und das erzählt er da draußen rum. Und das ist das, was wir ja erzeugen möchten, ja, einen tollen Leumund, loyale Kunden, die auch immer wieder kommen und die Arbeit des Marketings ein Stück weit mit übernehmen. Ja, die Kunden kaufen hier rational, um es dann einfach, beziehungsweise die Kunden kaufen hier emotional, weil ihr alle eure Arbeit gemacht habt, Gehirnbrandstiftung, Einwandbehandlung und all die tollen Skills, die ihr zum Beispiel auch in meinem Verkaufskurs lernen könnt. Das habt ihr hier jetzt schon alles gemacht, aber dann wollen Sie das ja auch Ihrem Umfeld rational erklären. Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich dieses Geld ausgegeben und investiert? Und das ist eine sehr schöne Sache, die ich einfach immer wieder vortreiben kann. So, jetzt habe ich die Kundin in meiner Wertschöpfungskette hier oben in dem Abo. Und dann passiert wieder Folgendes. Sie entscheidet emotional, dieses Abo zu kaufen, weil das Vertrauen hier unten schon stattgefunden hat und entstanden ist. Und dann erklärt sie es rational ihren Kunden, ihrer Familie. Und somit habt ihr eine Menge Leute, die zum Geburtstag einen Gutschein einkaufen, die ihr wiederum als Neukunden gewinnen könnt. Ihr habt eine Menge Möglichkeit, hier mit dieser Kundin eine Empfehlung zu machen, weil die wird nicht da draußen rumlaufen und sagen, ach so, ich gehe zwar dahin jeden Monat einmal zur Gesichtsbehandlung, weil ich meine jugendliche Äußerlichkeit unterstützen möchte, aber das ist da wirklich nicht schön. Das wird die nicht sagen, sondern die wird das emotional hat es ja emotional gekauft und rational erklären bei ihrer Verwandtschaft, bei ihrem Umfeld und somit hat sie eben hier eine ganz gute Möglichkeit für euch zu arbeiten und so ein bisschen den Vertrieb auch anzukurbeln. Und dann hat man natürlich so eine Wiederholungsschleife. In der Zwischenzeit haben wir mit der Kundin 3 Jahre, 2,5, 3 Jahre gearbeitet und schon haben wir wieder einen neuen Termin. Und als treue Stammkundin kann ich ihr vielleicht auch hier unten nochmal einen schönen Sonderpreis machen, wenn sie die Lidstriche zusammen macht oder sich in irgendeiner Weise mit einer Bewertung bei mir bedankt. CLV
Also der Customer Lifetime Value ist beim Permanent Make-up nicht zu unterscheiden, um eben all diese 3 Hürden zu vermeiden oder zu umgehen und die Psychologie des Kundendenkens einfach auch mit einzubeziehen. Baut eure Behandlungen einfach aus. Es gibt auch übrigens einen sehr guten Vortrag, heute noch die optimalen Behandlungspaare zu finden. Die Behandlungspaare hier zum Beispiel mit Augenbrauenzupfen und Henna und Permanent Make-up ist zum Beispiel eins der guten Couples, eins der guten Paare, Behandlungspaare, die man einfach hier in sein Studio integrieren kann. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Und wenn man dann noch ein bisschen Kundenpflege dazu macht, dass die Möglichkeit hat, an seinem Kunden beizuhalten und ihn auch zu entertainen, dann hat man es geschafft, wirklich seinen Kunden und die Wertschöpfungskette, also den CLV, den Customer Lifetime Value, hier auszuweiten. Ja? Und möglicherweise habt ihr ja irgendwann mal ein großes Gerät, was ihr hier auf der Messe einkauft, was wiederum eine Neuerung in eurem Geschäft bietet und eine neue Behandlungsmöglichkeit auftut, was aber auch wiederum sehr kostspielig ist, ähnlich wie beim Permanent Make-up. Und dann brauche ich die Kunden mit Vertrauen, die meine Botschafter sind für eben die Außenwelt. Die Kunden, die hier schon mal das Vertrauen zu mir gehabt haben, können da oben natürlich viel weiter empfehlen und viel mehr gestalten und mich weiterbringen. Und das bietet natürlich gleich wieder einen Quantensprung, wenn ich mit so einer neuen Maschine starte oder einer teuren Behandlungsweise durchstarten möchte und das einfach einbringe. Die medizinischen Behandlungen sind in unserem Feld ja immer mehr ausgebaut und das bedeutet auch ähnliche Hürden, wie wir beim Permanent Make-up haben. Vertrauen, wer ist diese Person und natürlich auch das Investment der ganzen Sache. Ja, und wer von euch hier gerne mehr über so etwas erfahren möchte, der hat hier die Möglichkeit, meine Kontakte einmal abzufotografieren. Ich gebe euch einen ganz großen Tipp. In meinem Buch, das Einmaleins im Beauty Biz, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal kennt, gesehen habt, ob es euch schon mal über den Weg gelaufen ist, da habe ich genau solche fantastischen Marketing-Tools, die einfach auf unsere Branche abgestimmt sind. Hier ist 20 Jahre meiner Erfahrung drin, so lange bin ich schon in der Branche. Das Buch gibt es normalerweise für 14,95 € zu kaufen. Ihr könnt jetzt hier mit diesem Code BEAUTY, ist mal abwechslungsweise in Gelb und nicht in Rot markiert, damit es ja schon richtig auffällt. Freut euch da auf ein Geschenk von mir, gebt das direkt ein. Der Code ist wirklich nur bis Sonntagabend 23:59 Uhr gültig. Deswegen, das ist mein Geschenk an die Beauty-Branche, denn meine Mission ist es, dass wir als Kosmetikerin wahrgenommen werden, als Unternehmerin, eben nicht als Tussi, wie der Untertitel dieses Buches. Ich bin Unternehmerin, keine Tussi, denn das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und deswegen bin ich auch genauso froh, dass wir hier an dem Beauty Business Meeting Point dieses Thema als ganzen Hauptpunkt haben. Und jetzt bitte ich euch einmal, die Handys rauszunehmen. Habt ihr ja schon? Gebt ihr was ein? Genau, weil ihr solltet einfach dafür sicherstellen, dass ihr diesen Meeting Point einfach in euren sozialen Medien auftauchen lasst, denn das erzeugt bei der Messeverwaltung, bei der Messegestaltung und Planung fürs nächste Jahr für Aufsehen, damit dieser Meeting Point wirklich oder dieser Programmpunkt nicht verschwindet im Nirvana, bitte ich euch einfach, das in eurer Story zu erwähnen, dass ihr euch hier unternehmerisch mit so einem Vortrag weitergebildet habt. Ihr dürft gerne die Hashtags oder die Accounts adden von der Messe, Messe-Düsseldorf oder Beauty-Düsseldorf. Und meine Wenigkeit findet ihr unter Trainer for Beauty, Trainer 4 als Zahlen und dann Beauty zusammengeschrieben. Ich freue mich auf eure Vernetzung und ich bin ganz gespannt wie ein Regenschirm, wer von euch mit Permanent Make-up starten möchte oder schon gestartet ist. Wir haben im Übrigen hier hinten um die Ecke eine kleine Beauty Business Lounge eingerichtet, eine VIP Beauty Business Lounge, in der eben den Referenten hier auf der Bühne einfach auch noch Fragen gestellt werden können, abseits des ganzen Vortragstrubels. Sie bleiben bitte hier
Also wer Lust hat, kann da hingehen und gerne mir gleich noch ein paar Fragen stellen. Und dann geht es gleich weiter mit einem sehr tollen Interview von einer tollen Unternehmerin, die ich kenne, die sehr viele digitale Maßnahmen in ihrem Unternehmen schon integriert hat. Die Digitalisierung voranzutreiben ist eine ihrer Missionen und da sollten Sie wirklich hinhören, sich den Platz hier sichern, damit Sie gleich davon profitieren können, wie das andere schon machen. Denn meine Mission bei der Planung hier ist es, dass wir wirklich eine Messe und diesen Meeting Point für die Branche gestalten, mit der Branche zusammen. Und deswegen dürfen Sie mit mir gleich die Olga Geipel begrüßen aus dem Schwabischen. Bis dahin sichern Sie sich wirklich die Plätze. Nehmen Sie noch mal eine kleine Auszeit für Tiger Ladies und dann haben Sie die Möglichkeit, hier ganz aufmerksam zuhören zu können. Bis dahin.